Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Heute wird es ein bisschen herbstlich, ich male ein paar Herbstblätter und wundert euch nicht, ich male hier nur halbe Blätter. Und zwar werde ich die andere Hälfte mit Metallic- und Chamäleonfarben verschönern und hinterher noch ein bisschen dudeln. Das ist eine Geschichte, die kriegt jeder Anfänger hin. Für jeden Starter ist das eine ganz tolle Geschichte, eine ganz tolle Übung. Ihr könnt auch mal schauen, was passiert, wenn hier Farben ineinander laufen. Ich halte gleich auch das Blatt ein bisschen schräg, damit das extra passiert. Und ja, das ist eine ganz kleine, schöne Spielerei. Man kann eine wunderschöne Karte draus machen. Und von daher, heute wird es ein bisschen Herbst, glaube ich. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ach ja, bleibt bitte oder wenn nicht, rollt vor bis zum Ende des Videos. Da gibt es noch mal ein paar Tipps auf Zubehörsachen, die ich sehr gerne nutze. Da waren viele Fragen in letzter Zeit und wen das interessiert, so ein paar Dinge zu Materialien, die ich gerne nutze, dann schaut doch noch mal bis zum Ende des Videos. Und ja, ihr schaut natürlich sowieso gerne bis zum Ende des Videos. Weiß ich doch. Alles klar. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Das Ganze hier ist ein bisschen schneller natürlich gemacht. Es würde sonst zu lange dauern. Aber ich denke, das Prinzip werdet ihr gleich erkennen. Und ja, probiert euch aus. Ran an die Farben. Viel Vergnügen. Die Farben, die ich nutze, sind natürlich wie meistens in den Videos von mir von Victoria von VH Aquarell. Schaut gerne in ihren Shop vorbei. Wer nicht weiß, kann sich nicht entscheiden, was nehme ich denn für Farben. Sie hat auch fertig zusammengestellte Sets, speziell Wintersets, Frühlingssets und. Vielleicht ist da ja was Schönes für euch, was euch gefällt. Und natürlich kommen gleich noch die Metallic und auch die Chamäleonfarben von ihr in Einsatz und bringen natürlich wieder ein bisschen Pep in die Bildergeschichte hier hinein. Ja, jetzt habe ich die meisten halben Blätter fertig und hier ist meine Auswahl von den Metallic und den Chamäleonfarben und ich suche mir jetzt zu jedem Blatt passend einen ähnlichen Farbton aus, also zu einem grünen Blatt einen grünen Ton, zu dem orangefarbenen oder goldgelben auch einen passenden Ton und setze jetzt hier die andere Hälfte des Blattes mit der Glitzerfarbe hin. Und wenn es euch passiert, dass eine Farbe in die andere hineinläuft, so wie auch bei diesem Blatt, dann lasst es einfach laufen. Gerade das macht wunderschöne Effekte und macht es besonders, als wenn alles nur super gerade abgegrenzt ist. Aquarellmalen heißt einfach auch Farben ineinander fließen lassen und ja, lasst es einfach laufen. Stört euch nicht daran. Ein paar Blätter saßen ein bisschen dichter beieinander, dann habe ich die erste Schicht erstmal komplett trocknen lassen und jetzt kann ich hier mit den Glitzerfarben richtig auch drüber malen, die decken auch ganz toll und man sieht dann die darunter liegende Schicht nicht, auch hier richtig drüber malen und am Ende, wenn es trocken ist, seht ihr von dem unteren Blatt nichts mehr.
So, Lieben, schaut euch das an, wie schön das hier am Schimmern und am Glänzen ist. Also diese Metallic und die Chamäleonfarben sind ein Traum. Die sind einfach ein Traum. So, und ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen das Ganze verschönern. Und jetzt fange ich an und setze einfach in die Flächen der Blätter, die nicht mit Glitzerfarbe gemalt sind, Muster hinein. Wem keine Muster einfallen, der googelt einfach mal Zentangle oder Doodle-Muster und da gibt es Millionen Vorschläge im Internet. Ich kann euch auch empfehlen, ein kleines Sammelbuch anzuschaffen. Ihr malt ein paar Blattformen rein und malt in den Blattformen einfach mal verschiedene Doodle-Muster. Dann habt ihr immer mal was zur Hand, wo ihr nachschauen könnt, wenn euch mal kein Muster einfällt. Und manchmal ergibt ein Muster das andere, so wie hier. Man kann jetzt das so lassen. Man kann jetzt die Quadrate machen. In die Quadrate könnte man noch kleine andere Muster reinsetzen. Kleine Pünktchen, kleine Kringel, alles möglich. Und hier kommt jetzt noch mein goldfarbener Uniball Signo in Einsatz, später noch der weiße. Der goldfarbene macht sich auch richtig toll auf den dunklen Farben und sieht ganz edel aus. Und hier merkt man leider auch wieder, der weiße ist einfach der zickigste aller Uniball Signo Stifte. Der will immer nicht. Immer wieder muss man die Mine mal auf dem Tuch ausstreichen. Das liegt anscheinend an der Tinte. Die hat eine andere Konsistenz als die anderen Farben. Und die läuft dann nicht so ganz toll, je nachdem, was man auch für einen Farbuntergrund hat, wie grisselig der ist und wie viel Pigmente die Farbe hat. So, ihr lieben Kreativen, ich hoffe, euch hat das Zuschauen bei diesem kleinen, hübschen Bildchen gefallen. Das sind einfach alles Herbsttöne und Glitzerfarben. Natürlich, wie meistens bei meinen Videos, von Victoria von VH Aquarell. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Und weil öfter mal in letzter Zeit ein paar Fragen kommen, werde ich noch mal ganz kurz ein paar Sachen sagen zu den Dingen, die ich so benutze. Ganz oft kommt die Frage nach dem weißen Stift. Das ist ein Uniball Signo. Den habe ich in weiß, in gold und ich weiß noch in 5 oder ich weiß nicht wie viele anderen Farben. Es gibt die noch in Metallic, Grün, Blau, Rosa, Bronze, Kupfer, alles mögliche. Das Schöne an diesen Stiften ist tatsächlich, ihr könnt die Minen nachkaufen.
einzeln und müsst nicht immer einen ganzen neuen Stift kaufen. Ne? Die kann ich euch nur empfehlen, die sind ganz toll, aber auch hier habe ich wieder gemerkt, es gibt halt Farben, die haben ein bisschen mehr Pigmente, gröbere Pigmente, granulierende Farben. Da läuft gerade der weiße nicht so toll. Ich muss sagen, der goldfarbene, der malt immer, das habt ihr ja auch gesehen, also das ist, da gibt es nichts zu meckern, der ist immer wunderschön am Malen und die farbigen auch. Der weiße ist immer ein bisschen zickig, aber das kennt ihr selber ja auch alle wahrscheinlich. Dann habe ich hier mit Finelinern gemalt. Die habe ich mir mal in so einem Dreierpack geholt. 3 verschiedene Größen. Das sind von Pigma, die Mikron. Die kriegt ihr eigentlich in jedem gut sortierten Künstlerbedarf. So in Dreierpackung oder auch einzeln in allen Größen und Varianten. Was an diesen sehr schön ist, dass sie wasserfest sind. Also man könnte jetzt auch erst mit dem Stift arbeiten und dann mit Farbe drüber gehen. Und da löst sich die Farbe nicht an. Das kann ich euch einfach auch mal empfehlen, wenn ihr so ein kleiner Stiftesammler seid, wie ich es bin. Ich zeige euch mal so meine Krimskramskiste. Ja, also ich habe zig Stifte und da müsst ihr dann auch immer mal ausprobieren, sind die überhaupt wasserfest oder lösen die sich tatsächlich vielleicht doch ein bisschen an. Manche stehen drauf, dass sie eigentlich wasserfest sind und trotzdem hinterlassen sie eine kleine Schliere. Hier hätte ich auch noch mal einen Uniball in Schwarz, ne, wasserfest und auch der ist ein super geiler Stift, der malt auch total toll. Ja, wenn ich in so einen Schreibwarenladen gehe oder so, ich gehe meistens mit einem Stift nach Hause. Der letzte, den ich mir angeschafft habe, ist dieser hier, ein Winsor Newton 0.5, richtig schön und da verschliert auch wirklich überhaupt nichts, der bleibt so wie er ist. Vollkommen wasserfest. Toller Stift. Liegt schön in der Hand. Wunderbar. So, dann fragt mich manchmal in den Videos, in diesem habe ich jetzt keine Bleistiftschattierung gemacht. Manchmal schattiere ich meine Bleistifte noch so, mit diesem Ding. Das hier ist ich weiß nicht, das ist eine Papierrolle, ein Papierstift. Den habe ich auch schon ab und zu mal angespitzt, weil er hier dann so dreckig wird. Fragt mich bitte nicht, wo ich den her habe. Der war, glaube ich, mal in irgendeinem Künstlerset bei irgendwas dabei. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Aber der ist natürlich richtig toll, um solche Sachen zu machen, um Schatten zu legen. Schatten, die zu verziehen. Man kann das aber natürlich auch genauso gut mit einem Wattestäbchen oder so machen. Das funktioniert auch ganz schön. So, welche Frage war noch relativ häufig? Kommt auch die Frage nach diesem Schriftenpinsel. Das ist so ich mache den mal nass, dann sieht man nochmal, wie viel feiner der wird. Ne? Richtig feine, super schöne Spitze. Diesen habe ich bei Bösner gekauft. Wenn ihr an dem Pinselregal steht, dann steht da manchmal, stehen ja alle möglichen Sorten da, Borstenpinsel, Lanka-Pinsel und. Und es gibt einfach auch Schriftenpinsel. Die Borsten sind ein bisschen länger und flexibler und da lassen sich wunderschön weiche, feine Linien mitmalen. Und ja, den habe ich auch sehr lieb gewonnen. Dann kommt noch immer die Frage nach meinen Buntstiften, die ich gerne benutze. Das sind die hier von Derwent Colorsoft Buntstifte. Die gibt es auch noch in verschiedenen Größen. Die sind besonders weich. Worauf ihr aber achten müsst, wenn ihr die bestellt, ihr seht das schon hier unten, die kommen eigentlich aus England. Aber alles, was man in England bestellt, also was von dort geliefert wird, da zahlt ihr Zoll drauf. Also wenn ihr die irgendwo online kauft, dann schaut bitte, von woher die geliefert werden. Damit ihr nicht dann noch irgendwie dicke Zollposten bezahlen müsst. Ne? Und ihr seht schon hier an der Länge, der Weiße ist bei mir immer gerne gesehen, der malt einfach ganz toll deckend. Ja, so viel eigentlich zu dem kleinen Video, so viel dazu, was da eigentlich gar nicht reingehört. Aber gut, vielleicht interessiert es ja doch wieder den einen oder anderen, weil ich ja doch ein paar Materialien hier verwendet habe. Okay, soweit lassen wir es gut sein. Ach, noch etwas hatte ich auch die Tage. Verleimte Blöcke. Auch dieses hier ist ein verleimter Block. Das ist ein dieses Bauhong-Papier. Ne? Das ist ein heißgepresstes, glaube ich. Steht das hier irgendwo? Wartet mal. 300 Gramm Papier auf jeden Fall. Hotpress, HP, heißgepresstes Papier. Das habe ich auch gemerkt. Das ist sehr schön glatt.
ringsum verleiht. Hier sind sie so nett und haben sogar so einen Hinweis gemacht, dass hier eine offene Stelle ist, wo man diesen Block jetzt theoretisch, ich muss mal gucken, habe ich was Spitzes? Ja, habe ich. Ich habe hier eine Pinzette mit was Spitzen, flachen reingehen kann, um das Blatt dann abzulösen. Ne? Ich nehme immer, ja, hiermit geht es ganz gut auch. Ringsherum. Das gleiche System ist auch bei den Hannemühlenblöcken. Die haben es manchmal nicht in der Mitte, sondern an so einer Ecke. Da ist eine kleine Ecke offen. Das ist wirklich bei jedem Block so. Und dann geht man hier rein und löst sich sein Papier ab. Geht da einmal so durch. Guck mal, wie weit muss ich mit einer Feile, geht es auch toll. Mit einem scharfen Messer müsst ihr mal gucken. Und löst sich dann hier sein Blatt Papier ab. Das kann man natürlich auch vorher machen. Vor dem Malen. Und dann klebt man sich sein Papier auf. Na? So, dieses könnte ich jetzt noch ein bisschen einkürzen. Auf eine Rohling kleben. Und dann hätte ich eine schöne Herbstkarte. Da würde sich doch bestimmt jeder drüber freuen. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit euren Farben. Lasst es glitzern, lasst es funkeln. Also ich bin hier immer wieder begeistert von meinen Metallic- und Chamäleonfarben. Die sind einfach der Hammer. Gerade auch dieses hier an dem Blatt. Ne? So sieht es braun aus. Und wenn ich es jetzt kippe, wird es grün. Das ist so eine Chamäleonfarbe. Die verändert ihren Farbton, je nachdem, wie man drauf guckt. Ja, schaut vorbei bei Victoria. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Eure Melanie. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und über nette Rückmeldungen freue ich mich auch immer sehr und ich antworte auch eigentlich eben. Bis dahin, macht's gut und tschüss.